Geld zeigen, in Deutschland lieber nicht. Stell dir vor, du kaufst dir ein neues Auto. Einen dicken, glänzenden Sportwagen. In den USA, in Lateinamerika oder in Dubai fährst du damit vor, machst ein Foto für Instagram, deine Freunde jubeln und alle sagen, wow, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt machst du das Gleiche in Deutschland. Du parkst dein neues Auto stolz vor deinem Haus. Dein deutscher Nachbar Helmut kommt heraus. Helmut schaut sich das Auto an. Er nickt einmal langsam. Dann sagt er nur, aha, schick. Aber der verbraucht bestimmt viel, oder? Und wo willst du damit hier parken? Und das war's. Keine Party, kein Jubel, nur die pure deutsche Sachlichkeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutsch Blitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. Heute sprechen wir über das größte Tabu der deutschen Gesellschaft. Ein Thema, das noch heikler ist als Politik oder Religion. Warum ist es in Deutschland fast schon ein soziales Tabu, über sein Gehalt zu sprechen? Warum sehen deutsche Millionäre oft aus wie pensionierte Erdkundelehrer? Und warum ist eine Rolex am Handgelenk hier oft verdächtiger als ein teures Fahrrad? Also, Designer-Logos besser verstecken, wir fangen an. Wenn du als Expert nach Deutschland kommst, lernst du sehr schnell eine ungeschriebene, aber eiserne Regel. Über Geld spricht man nicht. Man hat es. In vielen Kulturen ist es völlig normal, Freunde oder sogar Bekannte zu fragen, was verdienst du eigentlich in deinem neuen Job? Oder wie viel hat dein Haus gekostet? Das solltest du in Deutschland lieber nicht machen. Es ist fast leichter, mit einem Deutschen über Politik zu sprechen, als ihn nach seinem Bruttogehalt zu fragen. Ich erinnere mich an einen Abend vor ein paar Jahren. Ein amerikanischer Freund von mir, Mark, war zu Besuch. Wir saßen mit ein paar deutschen Freunden beim Abendessen. Es war eine super Stimmung. Plötzlich fragt Mark quer über den Tisch, »Lukas, wie viel verdienst du eigentlich in deinem neuen Job?« Der ganze Tisch wurde plötzlich still. Niemand hat mehr gekaut. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Mark dachte, er hätte ein Verbrechen begangen. Die Frage nach dem Geld wird hier einfach als extrem invasiv empfunden. Das Gehalt ist die absolute Privatsphäre. Selbst unter guten Freunden oder Geschwistern wissen viele nicht, was der andere verdient. Wer offen über Geld spricht, gilt sofort als unhöflich, taktlos oder noch schlimmer als jemand, der sich profilieren will. Dieser Unterschied wird besonders auf Social Media brutal sichtbar. In den USA oder im Nahen Osten ist das Zeigen von Reichtum oft eine Form von Inspiration. Wer mit einer teuren Uhr vor einer Villa posiert, sendet die Botschaft, schau her, ich habe hart gearbeitet. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Erfolg wird laut gefeiert. In Deutschland löst genau dasselbe Bild eine völlig andere Reaktion aus. Hier nennt man das Angeberei, Showing Off. Wer seinen Reichtum im Internet zur Schau stellt, gilt in Deutschland nicht als inspirierend. Er gilt als oberflächlich, als jemand, der es nötig hat. Der Deutsche denkt sich bei so einem Foto, wer wirklich reich ist, muss es nicht auf Instagram posten. Der hat wahrscheinlich alles nur auf Kredit gekauft. In Deutschland ist lauter Status immer verdächtig. Stiller Status ist der wahre Luxus. Das führt uns zu einem faszinierenden Phänomen. Deutschland ist eines der wirtschaftlich stärksten Länder Europas. Es gibt hier unglaublich viele Millionäre, besonders durch den starken Mittelstand, die vielen erfolgreichen Familienunternehmen. Aber du siehst sie nicht. Der klassische reiche Deutsche trägt keinen Gucci-Gürtel mit riesigem Logo. Er trägt eine beige Jacke, eine unauffällige Brille und fährt vielleicht einen VW Passat oder einen Audi Kombi. Er sieht aus, als würde er gleich im Garten das Laub zusammenrechen. Aber wenn du in sein Haus gehst, ändert sich alles. Von außen sieht das Haus vielleicht ganz normal aus, aber drinnen steht eine maßgeschneiderte Küche, die so viel kostet wie ein Kleinwagen.
Der Fußboden ist aus seltenem Echtholz und im Keller steht eine hochmoderne Wärmepumpe. Der Deutsche investiert seinen Reichtum nicht in Dinge, die andere auf der Straße sehen. Er investiert in Dinge, die er selbst jeden Tag nutzt. Qualität statt Show. Understatement ist in Deutschland oft die eleganteste Form von Status. Bevor wir gleich zu dem Punkt kommen, wie Deutsche ihren Status doch zeigen und warum eine Waschmaschine hier mehr Prestige hat als eine Designer-Handtasche, ein kurzer Stopp. Dieser Podcast ist völlig kostenlos, aber dein Support ist für uns unbezahlbar. Wenn dir diese kulturellen Analysen helfen, Deutschland besser zu verstehen, dann lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Das ist eine Investition mit 100% Rendite für deinen YouTube-Feed. Danke dir. Und jetzt zurück zum versteckten Reichtum. Jetzt fragst du dich vielleicht, Lukas, haben die Deutschen denn gar keinen Stolz? Wollen die gar nicht zeigen, dass sie erfolgreich sind? Doch, natürlich. Aber wir machen das anders. Wir nennen das den German Flex. Anstatt mit Luxusmarken zu prahlen, prahlen wir mit Funktionalität und Ingenieurskunst. Ein Deutscher gibt vielleicht keine 1000 Euro für Sneaker aus, aber er gibt ohne mit der Wimper zu zucken 600 Euro für eine wasserdichte Gore-Tex-Wanderjacke aus, auch wenn er damit nur sonntags im Stadtpark spazieren geht. Status in Deutschland bedeutet, einen Thermomix in der Küche stehen zu haben, eine Miele-Waschmaschine im Keller oder ein E-Bike für 4000 Euro. Diese Dinge sagen, ich habe Geld, aber ich bin nicht oberflächlich. Ich gebe mein Geld vernünftig und rational für höchste Qualität aus. Es ist das moralisch überlegene Angeben. Aber Moment mal, was ist mit Autos? Deutschland ist das Land von Porsche, BMW und Mercedes-Benz. Ist das nicht der ultimative Statusflex? Ja und nein. Es ist wahr, das Auto ist das einzige Luxusgut, das in Deutschland gesellschaftlich voll akzeptiert ist. Aber achtet mal darauf, wie Deutsche über ihre teuren Autos sprechen. Ein Deutscher wird selten sagen, schau mal, wie geil und teuer mein neuer Mercedes war. Er wird sagen, ich habe den gekauft, weil die Sicherheitstechnik überragend ist. Und hast du dir mal das Spaltmaß an den Türen angesehen? Unglaubliche Verarbeitung. Außerdem ist der Motor extrem effizient auf der Autobahn. Wir rationalisieren den Luxus. Wir verstecken den Status hinter dem Argument der Ingenieurskunst und der Zuverlässigkeit. Wir kaufen den Porsche nicht fürs Ego, wir kaufen ihn natürlich nur für die Aerodynamik. Woher kommt diese Zurückhaltung? Ein Teil davon hat mit der protestantischen Arbeitsethik zu tun. Bescheidenheit galt hier über Jahrhunderte einfach als Tugend. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, beim kollektiven Wiederaufbau, war es wichtig, zusammenzuhalten. Offener Reichtum passte da einfach nicht dazu. Wer plötzlich Reichtum zeigte, machte sich eher verdächtig. Dazu kommt noch ein dritter Punkt. Manche Soziologen sprechen sogar von einer Neidgesellschaft. Es gibt in Deutschland oft das Gefühl, dass lauter Erfolg nicht immer gegönnt wird. Wenn du zeigst, dass du reich bist, denken manche nicht, wow, toll gemacht, sondern eher, der hat bestimmt Steuern hinterzogen, also bleibt man lieber unsichtbar. Was lernen wir daraus? Wenn du als Expert in Deutschland bist und dich wunderst, warum dein Chef, der ein Millionenunternehmen leitet, mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt und sein Mittagessen in einer Tupperdose mitbringt, dann ist das kein Geiz. Es ist Kultur. Es geht nicht darum, dass Deutsche keinen Stolz auf ihre Leistung haben. Sie haben sehr viel Stolz. Sie definieren sich nur nicht über das Glitzern auf Instagram. Sie definieren sich über Kompetenz, über Sicherheit, über finanzielle Stabilität und Planung. In manchen Kulturen zeigt man Erfolg laut. In Deutschland zeigt man Erfolg durch Stabilität.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum euer deutscher Nachbar beim Thema Gehalt plötzlich das Thema wechselt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt mir in die Kommentare, was war das deutscheste Statussymbol, das ihr bisher gesehen habt? War es die teure Regenjacke, der Thermomix oder der perfekt geschnittene Rasen? Teilt eure Beobachtungen mit uns. Macht's gut, bleibt bescheiden und denkt daran, der wahre Luxus in Deutschland ist ein voller Kühlschrank und ein gut isoliertes Dach. Tschüss! Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.